ist 6:45 Uhr und wir brechen zu unserem letzten Game Drive auf. Heute noch einen vollen Tag. Es ist doch merklich kühler als die letzten Tage. Morgens ist es hier sowieso mal relativ kühl. Heute so, dass ich eine Mütze anziehen muss. Naja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, heute wieder einen Leoparden, einen Tiger oder ein Nashorn zu sehen. Wir werden einige Zeit an verschiedenen Stellen warten, wieder nach dem Angstgeschrei der Affen und Hirsche lauschen und gucken, ob wir Glück haben heute. Wir sind jetzt kurz hinter dem Parkeingang. Hier halten sich noch relativ viele Tiere auf, vor allem Axishirsche, Wildschweine und Rhesusmakaken, die sich in der Nähe des Menschen hier etwas sicherer fühlen anscheinend. Gerade in den Abendstunden, wenn man hier lang fährt, kann man sehr viele Tiere sehen. Could you stop for a moment? Okay. Ja. Ja, am Boot. Von Zeit zu Zeit halten wir an und hören, ob wir irgendwo das Angstgeschrei von Affen oder Axishirschen hören. Just got
Sand sind Tigerspuren. Die sind auch relativ frisch. If we hear repeating drums that side, that means we have chance to see elephant. Ja. And if we have distance call from deer or monkey this side, that means we have chance to see tiger. Yeah. But the deer there, they're very relaxed. That means no any predator in this area. Yes. So that way I would like to check. Ja. It's a male, young male. And let's try for the tiger first. Yes. Again we stay by the bank, or by the river. So, es ist jetzt Mittag ungefähr. Wir machen jetzt hier die nächste Rast und schauen, ob hier irgendwas rüber wechselt. Gewöhnlich um die Zeit sieht man fast gar nichts mehr in den frühen Morgenstunden und dann eher so in den Nachmittags-Abendstunden ist das Wild wieder aktiv vorher. Gerade so mittags selten, dass man irgendwas sieht. Hinter uns den Bäumen sind lauter Languren. Wir haben jetzt auch seit heute Morgen keinen Warnruf mehr gehört. Weder von Hirschen noch von Affen, ist alles sehr ruhig.
I got dragged, killed, maybe. Okay. Hier hat der Tiger etwas entlang gezogen. Wahrscheinlich Beute, die er erlegt hat. Yes. It's not on my tiger. Okay. Suche nach dem Tiger. Wir haben gerade eine Stelle gefunden, an der hat er seine Beute entlang gezogen. Und haben relativ viele Spuren gefunden, die zum Flussbett führen. Ja, wir gucken, dass wir vielleicht einen guten Übersichtspunkt finden. Und da vielleicht noch einen Moment warten. Die Sonne geht langsam unter. So 1,5 Stunden ist es dunkel. Ich hoffe, wir haben Glück. Leider kein Erfolg. Wir versuchen jetzt in der Dämmerung noch mal möglichst viele Punkte abzusuchen. Aber es ist vollkommen still. Wir haben schon lange keine Warnrufe von Affen oder Achseshirschen mehr gehört. Und die Hirsche, die wir hier sehen, die sind völlig unbeeindruckt. Kein
natürlich sein, dass der Tiger vor kurzem irgendwas gefressen hat und jetzt irgendwo hier schläft. So, es ist 6:15 Uhr. Heute ist mein letzter ganztägiger Game Drive hier im Bardia Nationalpark. Bin der einzige Gast hier in der ganzen Anlage, also dementsprechend ruhig war es. Ich will jetzt gleich was frühstücken und naja, dann wie die letzten 3 Tage zwischen 10 und 12 Stunden den Game Drive. Bin natürlich in der Hoffnung, dass wir heute vielleicht endlich einen Tiger sehen, aber daran wirklich glauben tue ich nicht. Außer mir sonst niemand da. Jetzt kann ich ein bisschen die Stille genießen, in Ruhe frühstücken. Good morning. आनन्द है त्यो सिधै तल झरेर Wir sind am Eingang vom Park. Hier muss man sich jeden Morgen registrieren, beim Rein- und auch beim Rausfahren. Auch an diversen Militär-Checkpoints innerhalb des Parks, um zu vermeiden, dass Leute illegal quasi im Park bleiben. Wenn der Park hier seine Pforte schließt und das hier ist der einzige Zugang, dann muss jeder draußen sein. Einzige Ausnahme sind die Soldaten, die hier in den Camps den Park vor Wilderern schützen. Ja, das ist die zweite Registratur, hier quasi am Breeding Center für die Gaviale und die Sumpfkrokodile. Hier muss man sich beim Militärposten dann erneut registrieren, bevor man in den Park rein darf. Wir fahren jeden Morgen erstmal in die Gebiete ab, in denen es sehr waldreich ist. Wir schauen auf den langen Wegen, ob wir was sehen, und halten an, um zu hören, ob wir irgendwo Angstgeschrei Affen oder von Hirschen hören. Das wäre dann die Richtung, die wir uns bewegen, wo wir warten.
Wir wechseln den Standort. Vielleicht haben wir an anderen Stellen mehr Erfolg. Hier ist alles ruhig. Kein Distress Call. Gar nichts. Affen in den Bäumen, aber die sind völlig entspannt. Also suchen wir jetzt eine Stelle mit einer besseren Übersicht über den Fluss und werden da einige Stunden warten. Hallo, hallo. Also als Vergleich, das ist meine Hand und das sind die Spuren vom Tiger. Die sind erst wenige Stunden alt, der Sand ist ja nicht ausgetrocknet. Ist natürlich in dem Gelände schwierig. Zu finden. Wir versuchen jetzt die Region zu bestimmen, in der er sich wahrscheinlich aufhält. Und hier sind überall die Spuren von heute Morgen. Also wir versuchen jetzt einen Punkt zu finden, an dem er vielleicht heute zum Trinken oder heute Mittag kreuzt, ja, wo wir uns positionieren können und ihn vielleicht sehen und fotografieren können. Die Spuren sind sehr frisch. What's this? This is fishing cat. Okay. Da wir relativ frische Tigerspuren gefunden haben, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, einen Punkt aufzusuchen, bei dem wir eine gute Übersicht über einen Fluss haben, den die Tiger teilweise überqueren und teilweise zum Trinken nutzen. Die Spuren, die wir gefunden haben, zeigen alle in diesem Bereich. Also zumindest die Hoffnung, dass der Tiger da ist. Wir haben jetzt hier in der näheren Umgebung Rudel-Achsishirsche und eine Gruppe Languren gesehen. Die waren alle vollkommen entspannt. Also wird er jetzt nicht auf dieser Seite sein. Also wir hoffen, dass wir den vom Fluss aus dann sehen können, wenn er ins Freie kommt. Das ist relativ schwierig, weil der Wald ziemlich dicht ist und die Tiger hier ideal getarnt sind. Hier so ein kleines Kameraversteck eingerichtet und können den Fluss in beide Richtungen auf ungefähr 500 Meter einsehen. Wir würden jetzt hier einige Stunden warten, um zu schauen, ob irgendwas den Fluss überquert. Heute ist es zumindest aktuell noch deutlich kühler als gestern, aber so in der Mittagszeit sind es hier 35 Grad. Dann kommen auch gelegentlich Tiere zum Trinken raus oder die Nashörner zum sich abkühlen.
Like I said, the barking deer all go up. The spotted deer all go down. I don't know why. Wir beobachten hier weiter die Wege und sehen bis jetzt nur verschiedene Hirscharten, die hier kreuzen. Es ist sonst ganz ruhig, kein Angstgeschrei der Affen oder der Hirsche. Und das Ziel ist natürlich jetzt hier in der Dämmerung noch einen Leoparden zu sehen, aber ich glaube, die Chancen sind eher schlecht. Wir versuchen jetzt in der Abenddämmerung noch einige Stellen ab, an denen wir vielleicht im Tiger oder im Leoparden begegnen könnten. Die Chance ist klein, aber die Tiere sind eigentlich nur in der Dämmerung nachts und im Morgengrauen unterwegs. Also bleibt uns nicht viel anderes übrig. So, heute war mein 4. Game Drive. Ich habe in den letzten 4 Tagen, so ungefähr 44 Stunden auf Game Drives verbracht. Heute bin ich ziemlich fertig. Also es war heute Nachmittag. Es ist wirklich extrem heiß und schwül und es ist halt auch anstrengend, 10 Stunden am Tag konzentriert zu sein und zu beobachten. Morgen habe ich nochmal einen halben Tag und dann bin ich eigentlich auch ganz froh, dass es erstmal rum ist. Also wirklich Lust, das noch länger zu machen, habe ich eigentlich auch nicht. Vielleicht habe ich morgen früh nochmal Erfolg. Mal schauen, jetzt freue ich mich erstmal auf eine heiße Dusche und um 19 Uhr gibt es was zu essen. So, ich werde jetzt was frühstücken und dann den letzten halbtägigen Game Drive hier machen. 4 bis 5 Stunden. Danach sind es 2 Stunden bis zum Flughafen und von da 50 Minuten Flug bis Kathmandu, dann zum Hotel, dann noch was zu essen holen und morgen früh um 4 wieder aufstehen und zum Flughafen und 30 Stunden zurückfliegen und dann nochmal 4 Stunden mit dem Auto nach Hause fahren. And now it's gone. Und die Leute sind wie die Verrückten. Vor mir ist so eine Frau, die ist dann vor meine Linse gesprungen. Ich dachte, dass sie möglichst den Leoparden sehen konnte. Wir warten. Vor 20 Minuten vorher hat hier ein großer männlicher Leopard den Weg überquert, kurz angehalten und seine Reviermarkierung überprüft. Wir schauen, ob
paar Hirsche gesehen. Wir schauen uns jetzt nochmal eine Stelle am Fluss an, an der häufig größere Tiere, wie Tiger zum Beispiel, den Fluss überqueren. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Distress call. Ah, der. Take one. Obligatorische Stunde Verspätung, aber jetzt ist das Flugzeug endlich da und wir können jetzt gleich an Bord gehen und dann sind es 50 Minuten Flug ungefähr, bis wir da sind.
ich habe jetzt mein Gepäck im Prepaid-Taxi für 1000 Rupiah gekauft quasi. Gehe jetzt hinter, lasse mich zum Hotel fahren, packe meine Sachen aus, suche mir was zu essen und packe alles um für morgen früh. Kümmere mich um Transport. So, Taxi gefunden, jetzt noch in die Stadt fahren. So, es ist 19 Uhr. Ich habe es geschafft, ich bin im Hotel. Habe hier ein kleines Zimmer für mich. Ich muss irgendwie gucken, dass ich diesen ganzen Kram in eine Tasche packe, also in den Rucksack und eine von den Taschen. Das wird nochmal eine Herausforderung. Ja, war relativ anstrengend. Ich war jetzt 6,5 Stunden unterwegs. Ich werde jetzt schnell was zu essen suchen und dann kümmere ich mich um den Rest. Und morgen früh um 5 Uhr geht es weiter.